Fast niemand schafft es, Zwangsgedanken von alleine zu überwinden. Nicht verwunderlich, dass daraus resultierend sich sogar im schlimmsten Fall eine Depression entwickeln kann. Damit es so weit nicht kommt und wie man Zwangsgedanken für immer besiegen kann, dazu jetzt, damit es dir endlich wieder besser geht. Schauen wir uns einmal an, was Zwangsgedanken alles für verschiedene Formen annehmen können. Also, als allererstes, und das kennen die allermeisten, aggressive Zwangsgedanken. Betroffene haben sehr, sehr oft Gedanken, anderen Menschen etwas hinzuzufügen oder sich selber was anzutun. Selber sich zu verletzen, selber sich gar umzubringen, etc. Dann gibt es sexuelle Zwangsgedanken. Die können alle möglichen verschiedenen Facetten und Formen annehmen. Von Fetischen, von Gedanken, die sie selber ablehnen, aber auch von Gedanken, die in eine andere sexuelle Orientierung geht. Und das passiert nicht nur bei Heterosexuellen. Lass dir das mal gesagt sein. Ich habe sehr, sehr viele Klienten gehabt, die waren homosexuell und sie hatten heterosexuelle, aufdringliche Zwangsgedanken. Dann gibt es unter anderem pädophilische Gedanken. Diese Form von Gedanken sind für Betroffene immer sehr, sehr, sehr qualvoll. Denn wer will schon gerne pädophil sein? Aber die gute Nachricht ist, das dreht sich alles nur im Kopf. Dann gibt es zum Beispiel Zählzwänge. Die Leute versuchen irgendwelche Gedanken, die vorher waren, zu neutralisieren mit 2, 4, 6, 8 oder 1, 2, 3, 6, 9 etc. Es gibt auch aufdringliche Zwangsgedanken über Krankheiten, über die eigene Gesundheit. Was wäre, wenn ich Krebs bekomme? Was wäre, wenn ich Schizophrenie bekomme? Wo wir schon beim nächsten Thema sind von Zwangsgedanken. Es gibt aufdringliche Zwangsgedanken, die sich rein nur um die Psychose handelt oder um die Schizophrenie. Da drehen sich die Gedanken den ganzen Tag darum, was wäre, wenn ich Schizophrenie bekomme? Was wäre, wenn ich eine Psychose bekomme? Was wäre, wenn ich in die Psychiatrie komme und da nie wieder rauskomme und meine ganze Familie mich vernachlässigt und mit mir nichts mehr zu tun haben will? Eins muss man wissen, alle Menschen auf dieser Welt, und wenn ich sage alle Menschen, meine ich alle Menschen auf dieser Welt haben sehr selten gelegentlich solche aufdringliche Gedanken. Mit Sicherheit nicht immer dieselben, mit Sicherheit nicht dieselben, die du hast, aber lass dir eins gesagt sein, alle Menschen auf dieser Welt haben aufdringliche Gedanken, die sie oft nicht haben wollen. Der Unterschied ist zwischen diesen Menschen und dir, dass hinter diesen Gedanken verschiedene Metakognitionen stehen. Was bedeutet Metakognitionen? Metakognitionen sind Annahmen, Vermutungen, feste Überzeugungen über die eigene Gedankenwelt. Und die ist je nach Betroffenen immer ein bisschen unterschiedlich. Sie haben aber mehr oder weniger, nagel mich nicht fest, das muss man bei dem Einzelnen immer nachschauen, das kann man nicht so konkretisieren, weil es bei jedem ein bisschen anders ist, sehr ähnliche Annahmen. Zum Beispiel findet man immer wieder in der Anamnese und in den Gesprächen, dass die Leute sagen, dass sie die Befürchtung haben, dass diese Gedanken zum Beispiel nie mehr aufhören werden. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Metakognition, die dann unbewusst ist, wenn man sie in den Gesprächen dann auflöst, dann hört man dann so heraus, dass sie gegen diese Gedanken wegen der Annahme, ich glaube, sie werden nie mehr aufhören, gegen sie ankämpfen. Wenn ich gegen sie jetzt ankämpfe, wegen der Annahme der Metakognition, ich glaube, sie werden nie mehr aufhören, dann bedeutet das im Umkehrschluss, die Gedanken werden immer mehr. Logisch. Eine ganz andere und auch sehr bekannte Annahme ist die Befürchtung, dass die Gedanken bedeuten, dass man eine unmoralische, böse Person ist. Also man ist ein Psychopath, ein Verrückter. Gott wird mich dafür bestrafen, weil ich zum Beispiel sehr religiös aufgezogen worden bin. Es gibt ja auch diese religiösen Zwangsgedanken, die ich jetzt gerade nicht genannt habe, aber die gibt es auch. Und dann hat man diese Annahme. Ja, man hat diese Annahme. Ne? Und wenn ich jetzt meine, ich bin ein böser Mensch, dann wegen der Annahme fange ich das Grübeln im Bewussten an. Ja? Also im Unbewussten ist diese Annahme und im Bewussten fange ich jetzt darüber an zu grübeln. Auch wiederum ein Faktor, dass diese aufdringlichen, intrusiven Gedanken aufrechterhalten bleiben, wegen dieser Metakognition. Vielleicht erkennst du dich sogar bis hierhin schon ein bisschen wieder, dass du dich in den einen oder der anderen Metakognition erkannt hast und du sagst, Mensch, ja, da erkenne ich mich. Ich glaube, ich habe auch diese Annahme. Es gibt auch sehr, sehr oft die Befürchtung, dass du diese Gedanken irgendwann mal in die Tat umsetzen könntest. Also das bedeutet, die Leute glauben, umso öfter ich das denke oder umso öfter der Gedanke auftaucht,
erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass ich eines Tages diesen oder jenen Gedanken, zum Beispiel ein Kind was antun, mir selber was antun, meiner Frau was antun, meinen Freunden, meinen Eltern, irgendwann mal in die Tat umsetze. Weil das bedeutet ja, umso öfter ich das denke und denke und denke, umso mehr will ich das vielleicht. Was hören wir hier wieder raus? Ich will das nicht im Unbewussten. Im Bewussten versuche ich jetzt immer wieder die Gedanken wegzudrängen. Bloß nicht haben, bloß nicht haben, nicht haben, nicht haben, nicht haben, nicht haben. Denn umso öfter ich diese Gedanken denke, umso wahrscheinlicher ist, dass es ja irgendwann mal passiert. Dann gibt es noch so eine Sonderform, das ist bekannt auch im Fachjargon FMOCD. Da spricht man dann davon False Memory Obsessive Compulsive Disorder auf Englisch, auf Deutsch gesagt. Das ist auf gut Deutsch gesagt, könnte man nicht sagen. Das sind Menschen, die haben die Metakognition, dass sie, wenn sie gewisse Gedanken haben, dass sie das vielleicht in der Vergangenheit mal getan haben. So ganz typisch ist bei vielen Menschen, die sagen, ich bin auf der Autobahn gefahren oder ich bin Fahrrad gefahren oder ich habe irgendwas gemacht und vielleicht habe ich einen zusammengefahren und ich kann mich nicht dran erinnern und ich muss jetzt drüber nachgrübeln, ob ich wirklich keinen zusammengefahren habe, nicht, dass ein schlimmes Unglück passiert ist. Und dann tun die Betroffenen den ganzen Tag grübeln und grübeln und grübeln und grübeln ist ein sehr, 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 sehr zentrales Thema, wenn es darum geht, Zwänge, aufdringliche, intrusive Gedanken dauerhaft zu überwinden. Dazu kommen wir im Laufe dieses Videos noch, denn Grübeln ist so perfide, dass es genau das Gegenteil bewirkt von dem, was die Betroffenen eigentlich wollen. Die Betroffenen wollen diese intrusiven, schlimmen Gedanken, dass dieses oder jenes passiert, ja nicht mehr haben, weil sie so viel Angst auslösen. Und deswegen versuchen sie mit Grübeln diese Gedanken wegzubekommen und das funktioniert natürlich dauerhaft nicht. Wenn du jetzt sagst, ich leide besonders unter dieser False Memory Obsessive Compulsive Disorder, also Zwangsgedanken und falsche Erinnerungen und möchte sehr gerne tiefer in diese Materie eingehen, weil ich besonders darunter tief leide und tiefe seelische Qualen habe, dann verlinke ich dir oben einmal auf den i ein Video darüber, damit du da tiefer in diese Materie eintauchen kannst. So, und jetzt fängt der eigentliche Zwang erst an. Vorher hatten wir gar keinen Zwang. Die allermeisten glauben, dass diese aufdringlichen Intrusionen der Zwang sind. Die sind nicht der Zwang. Der Zwang ist das, was wir danach machen. Und das ist das Problematische. Das, was wir danach machen, bestätigt noch den aufdringlichen Gedanken plus die Emotionen, die dabei ausgelöst worden sind, als problematisch, als gefährlich und bestätigen die Gefahr, die in der Realität aber nicht als Gefahr da ist im eigentlichen Sinne. Ich versuche es mal so zu erklären, damit du das verstehst. Du bekommst einen aufdringlichen Gedanke, ich könnte mein Kind etwas antun in Form, ich stich's ab oder was weiß ich, irgendwas, einen aggressiven Zwangsgedanken als Beispiel. Dieser Gedanke löst starke Angstgefühle aus im ganzen System, ja. Im ganzen System schütten jetzt Adrenalin und Cortisol in deinen Blut, schießt es durch die Adern hindurch. Und du hast jetzt diesen Wunsch, dieses unangenehme Gefühl nicht haben zu wollen. Und jetzt greifst du natürlich zu einer Strategie, die sehr problematisch ist und das jetzt der Zwang ist. Nämlich, du fängst jetzt an, auf verschiedene Art und Weise die Situation, in der du gerade drinnen bist, zu verändern. Und das machst du wie folgt. Entweder versuchst du, jemanden, den du gut kennst und den du vertraust oder zu denen du eine große Kompetenz zuschreibst, bei ihm abzusichern und ihn zu fragen, du sag mal, ich habe gerade diesen oder jenen Gedanken gehabt, glaubst du, ich könnte das irgendwann mal tun? Dazu kommen jetzt diese Metakognition, die ich dir gerade aufgezählt habe. Glaubst du, wenn ich das oft genug denke, dass ich es irgendwann mal mache? Wie wir ja schon gerade erklärt haben. Oder glaubst du, wenn ich das öfters immer denke, passiert es irgendwann mal? Oder glaubst du, ich habe das vielleicht schon mal in der Vergangenheit gemacht? FMOCD. Und all diese Strategien, also die du jetzt anwendest aufgrund der verschiedenen Metakognitionen, sind jetzt der Zwang. Jetzt fängt an, dass die Emotion plus der Gedanke, der einander in einer Synapse gekoppelt ist, weil du ihn in der Vergangenheit so oft immer wiederholt hast, der fängt jetzt an, praktisch sich bestätigt zu fühlen. Denn du darfst eins verstehen, unser System, Angst, was ist denn Angst? Angst ist eine Emotion, die möchte im Endeffekt nur eines, sie möchte uns beschützen. Und die Emotion fühlt sich jetzt bestätigt, wenn du jetzt versuchst, diesen ganzen, ich sag mal, Cocktail an Hormonen und Zustand, man sagt ja auch Angstzustand, wenn du jetzt versuchst, den irgendwie auf eine zwängliche Art und Weise zu neutralisieren. Und das wäre jetzt die erste Strategie, die Betroffenen sehr oft anwenden, nämlich sie versuchen, sich im Außen irgendwo auf irgendeine Art und Weise abzusichern.
Die zweite Strategie ist, die viele Menschen machen, ist, sie grübeln jetzt exzessiv. Exzessiv, mit exzessiv meine ich, das kann echt Ausmaße annehmen und ich selber kann davon ein Lied singen, denn ich war auch den ganzen Tag nur noch mit Grübeln beschäftigt und das ist wirklich die Hölle und das ist meistens sogar eine der ersten, wenn nicht der erste Pfad, der in die Depression münden kann. Denn diese ganze Grüblerei sorgt jetzt dafür, dass diese ganze Zwangsstörung, die wir entwickelt haben, noch viel, viel schlimmer wird. Das bedeutet jetzt, durch die Grüblerei versuchen wir vor allen Dingen immer mit Fragen, warum habe ich diese Gedanken? Wie kriege ich die Gedanken weg? Was wäre, wenn die Gedanken für immer bleiben? Was wäre, wenn ich diese Gedanken nie wieder abschütteln kann? Was wäre, wenn die Gedanken irgendwann mal zu einer Schizophrenie führen? Was wäre, wenn die Gedanken wahr werden? Oder sie versuchen in der Vergangenheit dann praktisch in Grübelform, in Warum-Fragen, warum habe ich diese Gedanken? Warum musste mir das passieren? Ich habe doch nichts gemacht. Warum bin ich so bestraft worden? Etc., etc. In der Zukunft sind es mehr die Sorgen. Und das ist jetzt diese zweite Strategie. Ne? Das ist jetzt diese zweite Strategie, dass man sich jetzt glaubt, man versucht auf Verstandesebene diese Emotionen und diese aufdringlichen Gedanken dauerhaft zu überwinden, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, sondern es macht es tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes der gegenteilige Effekt. Denn wenn wir über einen Gedanken nachgrübeln oder uns über ihn Sorgen machen, dann kriegt er eine ganz große Präsenz. Dann wird der sehr, sehr wichtig. Ja? Der ist dann im Algorithmus, wenn man so möchte, ganz vorne drin. Und dann kommt der Gedanke erst recht immer wieder und immer wieder auf eine penetrante Art und Weise, schießt dann uns so nach vorne, intrusiv nach oben. Du könntest dein Kind umbringen, du könntest dies machen, du könntest ersticken, du kannst keine Luft mehr kriegen, du könntest eine Panikattacke bekommen und zack, ist er wieder da. Wir versuchen ihn wieder zu neutralisieren, fängt wieder von vorne an. Dann geht man wieder zur Partnerin oder zum Partner, so ein Freund, tut sich da absichern, sagt dann, ja, kennst du diesen Gedanken, sucht sich die Bestätigung, um wieder eine Beruhigung zu bekommen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, wo sich sehr viele Betroffene höchstwahrscheinlich auch wieder erkennen. Das ist der Punkt, dass die Leute dann anfangen zu vermeiden. Das heißt, Vermeidung kann in allen möglichen Dingen passieren. Ja? Vermeidung kann passieren im Außen, im Verhalten, dass man sagt, ich habe diese und jene Gedanken. Deswegen weiß ich, wenn ich da hingehe oder mich mit dem Kumpel oder mit dieser Freundin treffe oder da in die Firma gehe oder mich mit dem unterhalte, das wissen die Betroffenen meistens, ne? Dann löst es oft bei mir diese Zwangsgedanken aus, ne? Und diese Angstgefühle. Deswegen gehe ich da nicht mehr hin. Auch ein Fehler. Warum? Die Amygdala, die hier oben innen drinnen ist, in deinem Gehirn, so ein kleiner Mantelkern, der für zuständig ist, die Gefühle zu verarbeiten, wird hier auch wiederum bestätigt, dass da wirklich eine Gefahr ist. Das heißt, die Angst wird aufrechterhalten. Das bedeutet, sie fühlt sich bestätigt, wenn ich mit dem Kollegen rede, dann wird es gefährlich, deswegen kann sie auch nicht abgebaut werden. Die Angst und die aufdringlichen Gedanken bleiben in dieser Situation auch hier mit Grübeln, mit Absicherung und Vermeidung aufrechterhalten. Um diese quälenden Zwangsgedanken dauerhaft zu überwinden, dürfen wir jetzt verschiedene Schritte unternehmen, am besten nacheinander, also Schritt für Schritt, wie ich das jetzt aufzähle, um sich dauerhaft von ihnen zu befreien. Eins aber vorweg, es gibt eine einzige Ausnahme und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Es gibt eine Ausnahme. Solltest du, was in den seltensten Fällen, die Kombination ist echt selten, Gott sei Dank, unter einer dependenten Persönlichkeit leiden, dann sollte immer erst die Dependenz behandelt werden oder zumindest gleichzeitig, denn passiert das nicht, halte ich es für fast unmöglich, dass man jemals aus dieser Problematik rauskommen kann, weil man dann es falsch rum macht. Behandelt man die ganze Zeit immer nur die Zwänge und beachtet nicht die dependente Persönlichkeit, so passiert dann Folgendes. Die Person ist ist abhängig von allen anderen Meinungen und die Person erzählt und lässt sich vom Coach oder vom Therapeuten behandeln und tut dann zusätzlich im Außen sich noch 150 verschiedene andere Meinungen von anderen Menschen abholen, macht dann da ein bisschen was, weil die eigene Persönlichkeit nicht gefestigt ist und so wird man dann dauerhaft keinen Fortschritt merken. Man merkt es dann auch in den Coachings, dass die Personen zwar sagen, ich mache das, ich werde das tun, ich werde das machen, aber sie tun es dann praktisch nie und deswegen kommt es dann niemals zu einem vernünftigen Ergebnis.
Ergebnis. Und solche Therapien können sich dann über Jahrzehnte lang tatsächlich hinziehen. Also, das ist wie gesagt die erste Ausnahme. Kommen wir zum Schritt Nummer 1, wie du dich davon befreien kannst. Der erste Schritt ist wahrscheinlich auch der allerwichtigste. Diese Metakognitionen, je nachdem welche Metakognition du hast, die man dann in einem Coaching aufdecken kann, werden jetzt hinterfragt. Je nachdem welche du hast, wie gesagt. Steckt zum Beispiel unter anderem die Überzeugung dahinter. Ein Beispiel, wenn ich das immer und immer wieder denke, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das tue. So wird man jetzt zum Beispiel im Rahmen eines Coachings mit Absicht den Zwangsgedanken verlagern auf einen anderen aufdringlichen Gedanken, der einem nicht so große Angst macht. Und dieser Gedanke wird jetzt in ein Verhaltensexperiment mit einer sogenannten emotionalen Beweisführung. Die emotionale Beweisführung findet hier nicht statt, weil der Gedanke ja einen nichts ausmacht, immer wieder wiederholt. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich die ganze Zeit immer wieder wiederhole, dass ich mir heute die Haare schneiden gehe, dann gehe ich irgendwann mal Haare schneiden, weil ich das immer wieder denke. Das bedeutet, der Gedanke, der ist nicht dafür verantwortlich, ob ich eine Handlung ausführe oder nicht. Und diese Überzeugung muss überschrieben werden in der Metakognition. Und da kann man ganz verschiedene Verhaltensexperimente machen, je nach Metakognition, um das immer wieder zu wiederholen. In dem Fall, in diesem Beispiel zum Beispiel, um sich von dieser Überzeugung dauerhaft zu lösen. Denn irgendwann mal, früher oder später, wird der Klient merken, Mensch, jetzt habe ich diesen Gedanken schon 1 Million Mal in Anführungsstrichen, sag's jetzt mit Absicht überspitzt, gedacht, und es passiert trotzdem nicht. Dann passiert im zweiten Schritt etwas, was sich so langsam zumindest anfängt zu lockern. Die emotionale Beweisführung, viele fragen jetzt, was eine emotionale Beweisführung ist. Eine emotionale Beweisführung ist, wenn die Person einen Gedanken hat und daraufhin ein Gefühl bekommt, dass sie das jetzt als bewusstes Hier und Jetzt als die Wahrheit im übertragenen Sinne in der Realität als Wahrheit sieht. Das ist natürlich nicht der Fall, denn wir können eine Emotion haben, deswegen muss sie noch lange nicht bestätigt sein, dass es in der Realität tatsächlich passiert. Und das passiert jetzt aber dieser Übung. Diese emotionale Beweisführung ist jetzt zwar in der ersten Übung noch nicht ganz weg, aber sie verflacht in aller Regel und ist schon nicht mehr ganz so stark vorhanden. Das bedeutet jetzt, die Person macht die Erfahrung, ich kann den Gedanken in dem Beispiel, es gibt ja verschiedene Beispiele, immer wieder denken und immer wieder denken, deswegen erhöht es ja nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ich das irgendwann mal tue oder nicht. Im zweiten Schritt dürfen wir uns einmal ansehen, dass die ganzen Strategien, die wir mal angewendet haben, und das ist bei jedem auch wieder ein bisschen anders, viele versuchen die Gedanken zu stoppen. Viele Menschen tun auch das, was in der Verhaltenstherapie beigebracht worden ist, so eine Gedankenstoppstrategie, Stoppgedanken oder rotes Stoppschild benutzen, was meiner Meinung nach total perfide ist, denn das bestätigt, dass der Gedanke gefährlich ist, obwohl der ja eigentlich im Dasein gar nicht gefährlich ist. Gedanken brauchen nicht gestoppt zu werden, aber gut, darüber könnte man ein eigenes Video machen, ein anderes Thema. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schlimm, dass Menschen sowas beigebracht wird, aber gut. Wir dürfen was anderes tun. Wir sollen genau das Gegenteil tun. Wir dürfen aufhören, Gedanken zu stoppen. Wir sollten Gedanken nicht stoppen. Warum denn auch? Von Gedanken geht keine Gefahr aus, solange ich nicht den Gedanken als eine Gefahr interpretiere. Also warum stoppen? Das muss den Klienten beigebracht werden, dass damit jetzt Schluss ist. Gedanken werden ausgesprochen, sie werden zum Beispiel auf Tonband aufgenommen, sie werden in eine Art Habituation gebracht, das bedeutet, der Gedanke darf gedacht werden. Das genaue Gegenteil von dem, was sie vorher immer gemacht haben. Denn wir haben ja gemerkt, dass dieses ganze Zeit, dieses Unterdrücken von Gedanken, nicht denken wollen, Ersetzen von Gedanken, darüber grübeln über die Gedanken, erst dazu geführt hat, dass es zu einem Zwang gekommen ist. Mit diesen ganzen Bewältigungsstrategien ist jetzt Schluss. Wir müssen und wir dürfen damit aufhören, Gedanken als gefährlich zu betrachten. Als nächstes dürfen wir verstehen, dass wir uns das selber angelernt haben, eine eigene Hypervigilanz uns anzutrainieren. Und das haben wir nicht bewusst gemacht, sondern unbewusst. Diese Hypervigilanz ist wie folgt. Du bist voreingenommen. Du bist den ganzen Tag in dir, innen drinnen und in deinen Kopf und schaust und wartest sehr aufmerksam. Wann kommt der nächste Gedanke, der mir Angst machen kann? Wie fühle ich mich gerade? Was passiert, wenn ich wieder einen Gedanken bekomme? Und diese ganze Art und diese Art, wie man sich benimmt, dieses Verhalten, wenn man so möchte, hast du dir unbewusst beigebracht, weil du dir selber beigebracht hast, wenn ich mich kontrolliere, dann schaffe ich es eventuell besser, einen Gedanken abzuwehren. Das Ganze muss auch abgebaut werden. Warum?
Wir haben uns das beigebracht und jetzt musst du dir das so vorstellen. Wenn ich draußen auf die Straße herausgehe und schaue, ob ich eine bestimmte Automarke jeden Tag sehe, dann wird mir diese Automarke auch öfters auffallen. Genauso ist es mit unserem Bewusstsein nach innen. Wenn ich die ganze Zeit schaue, ob ich diesen oder jenen Gedanken oder dieses oder jenes Gefühl bekomme, so sage ich jetzt mal, und das werfe ich jetzt einfach mal provozierend in den Raum, werde ich sofort 50% von diesen Gedanken und Gefühlen mehr wahrnehmen wie vorher. Ist doch logisch, ja. Ich schaue da drauf, also ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich jetzt wieder einen aufdringlichen Zwangsgedanken in mir erlebe. Und auch dieses Verhalten muss, darf, sollte unbedingt abgebaut werden, damit wir hier auch schon mindestens eine 50-prozentige Reduktion der Zwangsgedanken bekommen. Und jetzt wird es schwierig und da tun sich die meisten sehr, sehr hart. Wir dürfen jetzt Ungewissheit wieder lernen zu akzeptieren, denn auch das haben wir verlernt im Laufe der Zeit mit unserem Verhalten, auch wieder unbewusst. Wir dürfen es akzeptieren, uns Ungewissheit erlauben, also wir dürfen Ungewissheit uns wieder erlauben. Warum ist das so wichtig? Alle Menschen auf dieser Welt haben Ungewissheit. Alle Menschen wissen nicht, was morgen ist. Alle Menschen wissen nicht mal, was in 10 Minuten ist. Ein Mensch mit einer Zwangsstörung will 100%. Er will, und das erlebt man immer wieder in den Coachings, ihn reichen nicht 95%, ihn reichen auch keine 99,9%. Ich habe Angst, dass ich schizophren werde. Ich sage mal zu 99,9%, du wirst nicht schizophren. Er ist nicht beruhigt, aber 0,1%, also kann es doch wieder darum gehen, geht wieder ins Grübeln ein und wieder geht der Zwang wieder los. Also wir dürfen mit verschiedenen Übungen lernen, Ungewissheit zu akzeptieren, das Gefühl anzunehmen und das Gefühl nicht versuchen zu verändern, das Gefühl da sein zu lassen. Gefühle kommen, Gefühle gehen, Gedanken kommen auch, Gedanken gehen auch. Du merkst jetzt schon immer mehr, dass das Ganze drumherum, das wir uns selber beigebracht haben, den eigentlichen Zwang darstellen und wir wollen ja den Zwang verlieren und nicht die aufdringlichen Gedanken und diese Gefühle, die daraus resultieren. Aber jetzt sagen alle, aber genau das will ich ja weghaben. Ja, das kriegst du weg, aber ohne zwängliches Verhalten kriegst du es weg, indem du es da sein lässt und diese ganzen Strategien dir abgewöhnst, um endlich wieder Freiheit in dir erleben zu dürfen. Mit diesen ganzen Strategien, wenn du sie konsequent anwendest, so bin ich ganz, ganz sicher, wirst du auch definitiv auch keine Depression entwickeln können, denn die Zwangsgedanken sind sehr, sehr häufig, nicht immer, aber sehr, sehr, sehr häufig der Vorläufer einer beginnenden Depression und das dürfen wir auf jeden Fall abwenden und sollten wir auch tun. Wenn du jetzt vielleicht auch unter Panikattacken leidest und wissen möchtest, wie man die überwinden kann, so geht's hier auf der Endcard einfach weiter und ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan, Namaste.